Hallo und herzlich willkommen zurück auf funkyhome.de. Nachdem wir einige Solarmodule zur Stromgewinnung und Powerstations zur Stromspeicherung getestet haben, möchten wir heute mal ein Produkt zur Stromverbratung testen. Heute wird's kalt. Denn mit dem Wave 2 stellt EcoFlow eine sehr interessante und effiziente Klimaanlage vor, die eine Kühlleistung von 1,5 kW und eine Heizleistung von 1,8 kW bietet und dabei sogar noch einigermaßen mobil einsatzfähig ist. Einigermaßen, weil es ist schon relativ schwer. Die EcoFlow Wave 2 Klimaanlage kann man nicht nur direkt an eine Steckdose anschließen, sondern je nach gewünschter Kapazität entweder mit diesem speziellen 1159 Wattstunden Zusatzakku oder aber auch mit verschiedenen Powerstations aus dem Hause EcoFlow betrieben werden. Dazu benötigt man beispielsweise eine Delta 2 Max oder auch nur einen Delta 2 Max Zusatzakku, ein etwas längeres XT150 Ladekabel von EcoFlow, denn bei der Wave 2 wird nur ein fest angeschlossenes 230 Volt Kabel mit Schokostecker mitgeliefert. Ich zeige das mal ganz kurz hier. Hier auf der Seite ist das schon angebunden, das heißt also, das ist fest an dem Gerät dran. Der spezielle Wave 2 Zusatzakku wird direkt unter dem Wave 2 montiert, indem man die ca. 14,5 Kilogramm schwere Klimaanlage auf den ca. 7,8 Kilogramm schweren Akku stellt und dann nach vorne schiebt. Gelöst werden kann das Ganze mit einem kleinen Hebel und ansonsten rastet es ein und ist fest miteinander verbunden. Es gibt an dem Wave 2 Akku sogar noch zwei Anschlussmöglichkeiten, einmal Typ A und einmal Typ C. Daran kann man dann bis zu 100 Watt Ausgangsleistung anschließen. Das heißt also, man kann locker damit sein Smartphone aufladen oder sein Notebook oder sein Tablet oder was auch immer man gerade aufladen möchte. Bei der Montage und auch bei einem Transport sollte man jedoch relativ vorsichtig sein. Denn wenn man die Klimaanlage zu stark bewegt, sollte man sie vor dem Einschalten ungefähr 2 Stunden ruhig stehen lassen, damit sich das R290 Kältemittel wieder in der Klimaanlage, in dem System verteilen kann. Denn die Klimaanlage ist wie eine konventionelle Klimaanlage aufgebaut und besteht aus einem Verdampfer, einem Kompressor zum Verdichten und einem Kondensator zum Verflüssigen. Wobei man je nach Richtung eine Wärmepumpe oder aber eine Kältemaschine erhält. Clever ist auch, dass es einen XT60-Eingang gibt. Ich drehe das noch ganz kurz um. Der ist hier auch angebracht, das ist unter einer kleinen Schiebeklappe. Der XT60-Anschluss, daran kann man ein Kfz-Ladekabel oder aber ein Solarpanel anschließen. Darüber kann man direkt per Gleichstrom aufladen. Da per Kfz allerdings nur 200 Watt oder per Solar jedoch nur 400 Watt eingespeist werden können, 11 bis 60 Volt bzw. maximal 13 Ampere, ist das nicht für den Kühl- oder Heizbetrieb ausreichend, sondern dient lediglich zum Laden oder für den Lüftermodus. Den zeigen wir auch gleich nochmal kurz. Die Leistungsaufnahme im Heizbetrieb beträgt ca. 540 bis 820 Watt. Und bei der Kühlung beträgt die Leistungsaufnahme ca. 495 bis 820 Watt. Nun hat man die Möglichkeit, die Klimaanlage mobil entweder im Freien direkt mittels Akku oder an einem Stromanschluss zu betreiben und kann dann je nach Szenario verschiedene Betriebsmodi wählen. Der Wave 2 kann im Freien beispielsweise auf dem Campingplatz oder auf der Terrasse einfach zum Kühlen oder zum Erwärmen hingestellt werden. Man kann aber auch eine Abluftleitung anschließen, die man beispielsweise direkt in ein Zelt hineinführt oder in den zu kühlenden Raum oder zu erwärmenden Raum. Mitgeliefert werden einige Zubehörteile, wie zum Beispiel diese Abluftschläuche und auch noch diverse Adapter. Die sind auch noch mit dabei. Man kann aber auch eine Abluftleitung anschließen, die man beispielsweise direkt in ein Zelt hineinführt und der Wave 2 bleibt dann außerhalb des Zeltes stehen. Hierbei sollte das Gerät aber regengeschützt aufgestellt werden, da es nicht wasserdicht, sondern lediglich IPX4, also gegen Spritzwasser geschützt ist. Der Vorteil bei dieser Betriebsart ist, dass man die Lautstärke im Zelt bzw. im Raum reduziert. Denn EcoFlow wirkt zwar mit leisen 44 dB im Schlafmodus, allerdings sind auch 44 dB gut hörbar
Und je nach Kühl- oder Wärmeleistung geht die Wave 2 Lautstärke bis auf 56 Dezibel hoch. Und spätestens dann wird es selbst in der Unterhaltung daneben doch ziemlich schwierig. Wenn man beispielsweise die Wave 2 mit einem Abluftschlauch verbinden möchte, schließt man hier im vorderen Bereich dieses Teil an. Diese Lamellen hier kann man manuell hoch und runter stellen und sich dann halt eben dementsprechend das bequem einstellen, so wie man das haben möchte. Wenn man das anschließt hier, muss es natürlich aufgestellt sein, ist klar, weil man kommt dann hinterher sonst auch ein bisschen schlechter dran. So, dann wird das draufgesetzt und dann hier eingerastet. Das war's. Jetzt ist dieser Anbaurahmen dran und jetzt kann man da dran das Rohr aufsetzen. Das wird auch aufgesteckt, eingerastet und das war's. Nun kann man das Rohr rausziehen. Das mal. Und hier sieht man sehr schön, wie dieser Schlauch doch sehr flexibel ist. Man kann ihn noch viel weiter rausziehen und dann dementsprechend in den Raum bzw. in das Zelt hineinleiten. Es ist, es ist bei einer Klimaanlage unabdingbar, dass das voneinander getrennt wird. Denn wenn man jetzt hier kalte Luft rausbläst, wird automatisch hier warme Luft erzeugt. Wenn man das so in einem geschlossenen Raum stehen hätte, würde man natürlich auf der einen Seite kühlen, auf der anderen Seite aufheizen. Das heißt, das würde sich ungefähr ausgleichen bzw. noch etwas mehr aufheizen. Und das ist natürlich sinnlos. Das heißt also, im Freien kann man sich das direkt ins Gesicht pusten lassen oder halt an den Körper pusten lassen, auf der Terrasse, auf dem Campingplatz oder auch am Zelt. Aber wenn man das im Raum betreiben möchte, dann muss man entweder dieses Gerät halt eben dementsprechend rausstellen. Oder aber eine zweite Lösung ist noch, dass man die Zirkulation hinten stattfinden lässt. Dazu nimmt man das Teil einfach wieder ab, kann dieses Rohr wieder abschrauben und kann dann den anderen entsprechenden Adapter hier hinten dran machen und nochmal oben drauf einen Adapter machen. Denn eine Wave 2 kann auch mit 2 Abluftschläuchen verbunden werden, die eine vollständige Zirkulation außerhalb eines Raumes ermöglichen, sodass man ein effizienteres Umluftkühlsystem erhält, das zwar effektiver, allerdings auch etwas unhandlicher wird. Zudem sollten sich die beiden Schläuche auch wirklich vollständig vom Innenraum getrennt befinden. Das gelingt mit der mitgelieferten Fensterbelüftungsplatte, die man auch in einem Wohnmobil oder einem Wohnwagen einsetzen kann. Wenn EcoFlow es nun noch schafft, eine mobile Split-Klimaanlage auf den Markt zu bringen in dieser Größe, dann hätte man zumindest auch noch die beiden großen Schläuche gespart und könnte den Verdampfer und den Verflüssiger über Kälteleitungen miteinander verbinden. Ja, wir hoffen doch mal ganz einfach auf eine mögliche EcoFlow Wave 3 Klimaanlage. Mal schauen, ob es das auch wirklich gibt. Gesteuert werden kann der Wave 2 übrigens wie gehabt über die EcoFlow App. Bevor ich das tue, schalte ich aber erstmal das Gerät ein. Man kann den Zusatzakku separat einschalten. Dann erhält man nur eine Spannungsversorgung der beiden USB-Ports. Oder aber man schaltet das Gerät hier über den Power-Taster ein. Ich zeige das mal ganz kurz. Gibt das doch noch mal ein bisschen. Hier oben drauf sieht man die Bedienelemente und ein Display. Und dann lassen wir das mal langsam wieder zurück. So, dann schalten wir das Ganze mal ein. Und der entsprechende Modus wird auch direkt signalisiert. Das ist der Kühlmodus mit einem blauen Streifen. Ja, man hört also direkt, das bläst schon ordentlich los. Und das ist natürlich auch richtig so, denn er muss jetzt erstmal schauen, dass er halt eben die Temperatur in diesem Raum halt eben auf die eingestellte Temperatur runterkühlt. Da dreht natürlich dann der Lüfter etwas höher, um halt eben das hinzubekommen. Klappt natürlich nicht, weil wir gerade jetzt keine Schläuche hier rausgelegt haben, aber normalerweise würde er es natürlich schaffen. Hier vorne merkt man auch relativ schnell, das ist jetzt gut mit der dicken Jacke, wird es eben schön kühl.
Das heißt also, hier vorne kommt fast sofort kalte Luft raus. So, kommen wir mal wieder zurück zur App. In der App ist die Wave 2 direkt enthalten, sobald man sie angelernt hat. Die Verbindung findet statt über Bluetooth bzw. WLAN und wird dann mit dem Smartphone oder Tablet über diese EcoFlow App gesteuert. Wir haben die EcoFlow App schon mal über die funkyhome.de Seite umfangreich erklärt und auch im Video schon öfter mal erwähnt und gezeigt. Und wählen kann man hier zwischen einem Kühlmodus, Heizmodus und einem Lüftungsmodus und kann dann zu jedem Modus auch noch die jeweilige Stärke einstellen bzw. die Temperatur einstellen. Wir haben jetzt hier gerade 19 Grad eingestellt und man sieht auch sofort die Akkulaufzeit, die mögliche, die Restdauer 82%, 9,5 Grad sind es jetzt hier fallend. Das heißt, jetzt haben wir schon 9 Grad, 8,9 Grad am Ausgang. Ja, und dann kann man das auch noch stärker einstellen. Hört man also sofort, dass es dann ein Verstärker wird. So. Ich schalte das Ganze jetzt mal wieder ab. Das dauert ein wenig. Denn ein weiteres Detail ist ebenfalls noch ganz wichtig und das ist der Wasserauslass. Je nach Höhe der Luftfeuchtigkeit kann die entstehende Kondensationsfeuchtigkeit über Flashdestillation in die Umgebungsluft abgegeben werden. Ab 70% Luftfeuchtigkeit oder im Heizbetrieb sammelt sich jedoch das Wasser in einem Behälter an und dieses muss in regelmäßigen Abständen oder am besten durchgehend entleert werden. Dazu benötigen wir diesen Schlauch, der ist ebenfalls mitgeliefert, der wird hinten angeschlossen und dann kann man das Gerät kippen. Wer gut aufgepasst hat, sehr gut hingeschaut hat, der wird feststellen, dass ich vorhin ja beim Kippen habe ich hier schon etwas Kondenswasser verloren. Nein, nicht ich. Hat die Wave 2 schon etwas Kondenswasser verloren. Das ist natürlich nicht gut. Deshalb sollte man das Gerät auch immer regelmäßig ausleeren. Ja, wie man sehr schön erkennen kann, gibt es also auch immer wieder Schattenseiten bei solchen Geräten, denn die Physik kann natürlich selbst EcoFlow nicht außer Kraft setzen. Apropos Physik. EcoFlow verspricht, dass man mit dem Wave 2 die Lufttemperatur mittels 5100 BTU pro Stunde Kühlleistung bei einem Volumen von 10 Kubikmeter in nur 5 Minuten von 30 auf 20 Grad senken kann. Oder umgedreht die Lufttemperatur mittels 6100 BTU pro Stunde Heizleistung bei einem Volumen von 10 Kubikmeter in nur 5 Minuten von 20 auf 30 Grad Celsius erhöhen kann. Das haben wir natürlich im Testbericht auf funkyhome.de geprüft und sind gespannt, ob das wirklich so gut funktioniert. Natürlich freuen wir uns auch über ein Abo oder ein Like, damit man auch immer wieder unsere Videos wiederfinden kann und auch über neue Videos von funkyhome.de informiert wird. Na dann wünschen wir schon mal viel Spaß mit dem Test auf funkyhome.de und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Na dann tragen wir das Ding mal weg.